Mahlzeit und herzlich willkommen hier zum Interview mit Lesson in Violence, die heute repräsentiert werden durch Florian und Florian. Hallo? Servus. Und ja, das Ganze machen wir jetzt online aufgrund der noch hohen Entfernung, dass ich dahin noch nicht reisen kann. Und in einem Online-Meeting sind meistens zu viele Gesprächspartner durcheinander. Deswegen werden wir jetzt hier eine ganz gemütliche Gesprächsrunde zu dritt abhalten. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin der Balfemor und ja, jetzt würde ich sagen, geht's ans Eingemachte. Äh, Ich fange mal mit meinen Standardfragen an. Die erste ist, wie würdet ihr denn eure Musik beschreiben? Ja, Flo, magst du anfangen oder soll ich beginnen? Ich würde mal, ja, ich fange jetzt einfach mal so an, wenn du mich fragst. Also unsere Musik würde ich als roh bezeichnen, durchaus oldschool, knietief im Thrash Metal verwurzelt. Ja, und auf die 12 trifft es eigentlich. Ja, kurz und prägnant. Ja, Anmerkung von dir, Flo? Ja, ja ich dachte, also ich bin, das hast du ziemlich gut getroffen. Ich nehme an, du hast jetzt mich gemeint mit Flo. Ja? Genau. Wir haben eigentlich versucht, alles, was nicht dazugehört, wegzulassen. Ja? Also kein Schnickschnack, keine Kosmetik, so roh wie es geht, auf die 12. Genau, und das ist wahrscheinlich dann auch direkt die Überleitung zu eurem Namen, denn da würde ich jetzt auch direkt einhaken. Ja, Lesson in Violence. Ich vermute mal, der steht dann auch für das Rohe und Grobe in der Musik, oder? auf jeden Fall steht er dafür, aber es gibt ja eigentlich noch eine Querverbindung zu diesem Namen. Da machen wir ja auch keinen Hehl draus. Ich denke eigentlich, wenn man Exodus kennt wie wir oder liebt wie wir, und wer tut das nicht? Ich meine, die Frage muss man sich gar nicht stellen, oder Flo? Wollte gerade sagen, Der, wie jeder normale Mensch des Planeten. jeder normale Mensch, der weiß auf jeden Fall mit dem Namen was anzufangen, und da ist auch schon der Querverweis. Und wie auch im Song Lesson and Violence quasi perfekt darauf gemünzt, die Phrase Gewalt oder Violence in Music in nowhere else. Und das ist tatsächlich unser Motto. Wir wollen mit unserer Musik auf die 12 geben, sind aber sonst ganz friedliche Zeitgenossen. Richtig. Ja, das ist mir bei der Recherche schon aufgefallen. Das erste, was ich dann in meinen Vorbereitungen fürs Interview gefunden habe, war natürlich der Song von Exodus, die er auch auf YouTube, wollte da mal so ein bisschen reinhören und war natürlich die erste Seite YouTube nur mit Exodus. Ähm, Deswegen, ja, aber man kennt es halt. Also Exodus, den Song selber kannte ich halt nicht, aber Exodus ist, glaube ich, wie ich schon sagte, jedem ein Begriff. Ja, ihr habt euch ja 2019 im Sommer gegründet. Wie kam es dazu? Ihr seid ja jetzt, ich sag mal, keine Schulband, die sagt, ich will jetzt Metalband werden. Ihr seid ja schon, ich sag mal, das ein oder andere Jahr älter, jetzt in Anführungszeichen. Wie kam es dazu, zu sagen, okay, und jetzt Vollgas? Ja, Flo, machst du wieder den Anfang? Nee, jetzt darfst du. Ja, gut. Ja, also hast du vollkommen richtig erkannt. Wir sind jetzt alle keine 16 Jahre mehr und wollen jetzt hier die erste Band gründen und Rockstars werden. Nee, wir sind alle da schon viele, viele Jahre aktiv gewesen, zum Teil Jahrzehnte und waren auch in nahezu derselben Besetzung wie jetzt dann auch durch Zufall, ich sag mal, in die gleiche Band geraten, die Vorgängerband von Lesson in Violence, und haben dann irgendwann gemerkt, dass wir einfach ein bisschen was anderes wollen. Wir wollten alles ein bisschen schneller, wir wollten alles ein bisschen roher, ein bisschen härter, ein bisschen technischer, sage ich jetzt mal, und haben uns dann entschieden, die alte Band, die hieß damals Brain Damage, ähm, neu zu firmieren und als Lesson in Violence neu zu gründen. Dann gab es noch einen kleinen Besetzungswechsel. Wir mussten dann noch die zweite Gitarre neu besetzen. Und das ist uns dann auch sehr gut gelungen mit unserem zweiten Gitarristen, mit André. Und dann konnten wir eigentlich mehr oder weniger sofort loslegen. Wir hatten ja auch schon den ein oder anderen Song, den wir noch unter dem alten Bandnamen quasi geschrieben hatten, und da hatten wir schon den Gedanken, dass wir roher, brutaler oder, wie der Fluss sagt, technischer auch werden wollten.
Letzten Endes haben wir uns aber gedacht, wenn wir schon die Musik quasi neu ausrichten, dann doch auch unter einem neuen Namen, neues Bild, neues Logo. Also dass es auch wirklich für jeden neu ist und dass es keine Vergleiche mehr zum alten, früheren gab. Und ja, das ist halt eine geile Truppe, wie wir da sind. Wir haben Spaß. Das Problem allerdings war dann relativ zeitnah, dass es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gab, aufzutreten. Nee, also 2 Stück haben wir, glaube ich, als Band hat es uns geschafft. nicht geschadet. Nee, das kann man, glaube ich, so Viele stehen lassen. mehr waren auf Wir dem Plan konnten uns halt gestanden, wirklich aber naja, auf gut, auf so die sei es. Produktion des Irgendwann Albums geht's auch wieder los konzentrieren. und Ja, und ja, da hat sich mächtig ich was denke auch, dass aufgestaut. man das merkt und das hat sich Viel gelohnt. Druck. Also wir haben jetzt schon Ja, schon ja schon ein glaube ich, paar da wollte ich Kritiken nämlich auch gelesen. dann Es ist ja drauf noch gar kommen, nicht wie veröffentlicht. Es ihr kommt das so erst nächste quasi Woche erlebt raus, habt, aber so wo ihr durch gründet die gerade im Sommer Plattenfirma und eure die Band, dann Vertriebskanäle guckt ihr, dass irgendwie vielleicht die ging das ersten natürlich schon an Live-Gigs viele Magazine und kommen. Ich meine, Stellen, die sowas hat ja auch Reviews immer eine schreiben. gewisse Und Anlaufzeit. Das kann da ich war jetzt selber schon bei schon meinem schon Projekt viel hier, in ne? die Richtung Man dabei, will ja dass dann die und es Produktion braucht aber immer so einen wirklich gewissen Vorlauf erstklassig und ist. dann bam, Muss ich kurz kam Corona einhaken. und haut euch dann Wir quasi nehmen das Ganze in die jetzt eine Fresse. Woche vorher auf. Das heißt, ich Gab's da release das dann auf schon YouTube den ein nächste oder Woche. anderen Knackpunkt Was oder für euch kritischen heißt, das Punkt, wo dann Album einer ist gesagt hat, quasi boah, jetzt ab heute verfügbar schwierig, und ich werde das unten oder verlinken. wie habt ihr da die Zeit Und von ein Tipp, wenn Corona euch so das Album gefällt und ihr Bock durchlebt, darauf hat habt, euch das nicht bestellt es bei den zusammengeschweißt Jungs oder direkt auf der war da Homepage, tatsächlich vielleicht nicht schon bei mal so ein Amazon, kleiner, denn es so ist bei den Jungs auf kritischer der Punkt, den Homepage man dann aber direkt doch auch zusammen günstiger. überstanden Ich habe hat. mich mal drauf Also geguckt ich und denke, das deswegen ging dann eigentlich direkt bei ganz den gut, Jungs weil wir selber ja bestellen, ohnehin noch in wenn der ihr die Scheibe haben wollt. Songwriting-Phase Ich waren durfte und nämlich ohnehin auch schon aufgenommen reinhören haben. und Das hat sich natürlich ja, lohnt dann sich. in die Länge gezogen Ja, dann und kann das ich, dann mache ich mal kurz Proberaum-Feeling vielleicht hat eine natürlich Sekunde dann auch Stille gefehlt. und sag das Gleiche Sicherlich nochmal, nur dass mag heute sein, der dass 18. manche Songs Februar ist. anders klingen würden, wenn man sie dann im Proberaum vorab mal gespielt Ja, hätte, bevor können man ins wir auch so Studio machen. Dann geht. machen wir Aber kurz so, letzten ne? Endes, Dann wir kannst du kennen gleich uns jetzt einfach, alle dann doch schneide schon ich das Stück relativ raus lang und dann und kannst du das das hat so jetzt, ich sag anwenden. mal, als Band uns nicht geschadet. Ja, es war blöd, es war bescheuert und das eine oder andere Bier im Proberaum ist schlecht geworden. Oh Gottes Willen, darf man das überhaupt Oh, sagen? Oh, es tut mir echt leid. verdammt. Aber das passiert uns nicht mehr. Jetzt trinken wir aus. Ja. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, dass wir da als Band miteinander kein Problem hatten. Und im Gegenteil, wir konnten uns halt dann wirklich darauf konzentrieren, die ganze Energie und die ganze Zeit in die Produktion vom Album stecken. Und das ist jetzt frisch erschienen. Und wir konnten es aber auch in den letzten Wochen schon die ein oder andere Review lesen bei dem ein oder anderen Magazin. Und es kamen schon viele Kritiken darauf zu sprechen, dass die Produktion wirklich erstklassig ist. Und da merkt man halt auch, dass man da sehr, sehr, sehr viel Zeit und Energie drauf verwendet hatte, weil wir hatten da wirklich ein tolles Studio und unser Gitarrist André war da sehr, sehr stark drin, weil er auch sich ein bisschen so das ganze Tontechnik- und Recording-Thema auf die Fahnen geschrieben hat und da auch sehr versiert ist. Da hat wirklich da einen fantastischen Job abgeliefert, muss man sagen. Ich glaube, der Florian hat gerade einen Bildhaker, also Florian N. Punkt. Der ist nämlich bei mir im Standbild. Wir warten einfach mal 2, 3 Sekunden, ob er wieder reinkommt. Ansonsten für euch schon mal die Information. Das Album ist tatsächlich ab jetzt heute zu erreichen, wenn ihr das Interview jetzt direkt am Release-Tag seht. Eigene Recherchen von mir haben ergeben, dass wenn ihr das bei der Band selber auf der Homepage bestellt, ist es auf jeden Fall günstiger, als wenn ihr das über Amazon bestellt. Kleiner Hinweis. Unterstützt die Band natürlich auch einen kleinen Punkt. Und ja, ich glaube, der Florian macht auch kein Piep gerade. Dann ist ihm die Handyleitung wahrscheinlich abgekackt. Ja, also normalerweise ist er so schlau, dass er sich ausloggt und wieder reinkommt. Genau, wir machen mal so lange kurze Pause, dann jetzt. Ja, kein Problem. So, wir hatten kurz unterbrochen. Der Florian hat einen kleinen Disconnect gehabt. Jetzt sind wir alle wieder zusammen, alle 3 zusammen. Und ja, meine nächste Frage ist, was habt ihr denn außer der Musik, also wenn jetzt noch so für Hobbys? Also, ne, also wer ist jetzt auch der Mensch hinter dem Instrument beziehungsweise ja, hinter dem Gesang? Ja, hinter dem Gesang. Also aktuell sind meine Hobbys neben Arbeit Familie vor allen Dingen. Das ist ja kein Hobby, aber das ist mein Leben, meine Familie und ja, ich bin aktuell am Häusle bauen und verschwende da meine ganze Zeit. Hoffentlich wird es bald zu Ende. Was ich dann aber sonst normalerweise mache, ich bin einigermaßen engagiert
leidenschaftlicher freiwilliger Feuerwehrler und auch im Gemeinderat tätig bei mir in der Gemeinde. Und ja, schon viel zu tun. Und dann lasse ich mich natürlich auch nicht, also nicht nur in sozialen Zwecken einspannen. Ich habe natürlich auch Interessen wie in der freien Natur viel sein, Wandern, Sport mache ich gern. Eigentlich ziemlich alles in dem Bereich. Ja, das müsste so gewesen sein. Ja, und Bier trinken mit Freunden. Ist auch schon echt viel. Also, ne, Feuerwehrmann, dann alleine Familie selber ist ja auch schon manchmal ein eigener Fulltime-Job. Das ist, auf jeden Fall. ja. Der andere Florian, wie schaut es Ja, bei dir da aus? Ja, also ich habe mein Hausbau ist Gott sei Dank schon seit einigen Jahren abgeschlossen. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, Flo. Sei froh, dass du das wirklich bald geschafft hast. Und ansonsten habe ich auch 2 Kinder, die natürlich einen Großteil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, was immer sehr schön ist. Und darüber hinaus habe ich noch 2 Hunde, die natürlich auch versorgt werden wollen. Wenn ich nicht gerade Gitarre spiele, dann sitze ich auch mal gerne am Schlagzeug. Das bringe ich mir gerade bei. Und ansonsten, glaube ich, habe ich so die gleichen Interessen wie jeder andere Kerl auch. Also Bier trinken mit Kumpels am Grill stehen und mir dabei eine ordentliche Ladung Thrash Metal reinziehen. Ja, und dann bin ich sehr, sehr glücklich. Ja, ich denke mal auch, das ist Fulltime-Job, beziehungsweise gerade das mit der Musik, mit den großen, naja, mit diesem gesellschaftlichen Zusammensein war ja in letzter Zeit ein bisschen schwierig. Da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen Notdurft. Da kann sich, glaube ich, keiner, der halt die Musik mag, wirklich von freisprechen. Was mich da interessieren würde, auch noch von wegen Musik und Hobbys, beziehungsweise wie seid ihr damals, als Musik noch nicht eure Inspirationsquelle war, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, Musik zu machen? Also was war so dieser ausschlaggebende Punkt, wo ihr gesagt habt, ich will Musiker werden oder ich will jetzt singen oder ich will diese Band machen? Was war so dieser Punkt? Hattet ihr eine bestimmte Inspiration von einem Künstler oder kam das durch die Familie? Wie hat sich das bei euch dargestellt? Also das ging schon sehr, sehr weit, geht sehr weit zurück. Ja, hier wird knallhart recherchiert. Ja, knallhart. Ich glaube, ich war so ungefähr 6 Jahre, als das Ganze losging. Und in der Familie war es üblich, dass man ein Instrument lernt. Und ich war da auch eigentlich immer sehr interessiert daran und habe als kleiner Bub schon gerne Musik gehört. Noch kein Metal. Dann war es halt dann irgendwas anderes. Und ich habe dann recht früh mit 6 oder 7 tatsächlich auch das klassische Gitarre spielen angefangen. Das habe ich auch eine ganze Weile gemacht. Und dann, da habe ich noch nie an Band oder irgendwas gedacht. Das kam dann tatsächlich über Lagerfeuer und Gitarre spielen und Menschen unterhalten und das hat Spaß gemacht. Ich meine, mit Rock, Metal und Co. bin ich dann schon relativ früh in meiner Kindheit auch schon in Berührung gekommen. Aber vor allen Dingen die Initialzündung am Lagerfeuer, wirklich zu sehen, wie man Leute erreichen kann, das war einfach geil. Und da musste dann das irgendwie weitergehen. Es hat dann aber relativ lang gedauert, bis ich dann in so einer geilen Band wie jetzt Lesson in Violence gelandet bin. Ja, da sagst du was. Vielen Dank. Ich gebe das Lob gerne zurück, Flo. Eigentlich war es bei mir von Anfang an so. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch als kleines Kind mit den Eltern in Urlaub gefahren bin und auf meinem Alfred Jodokus Quack Walkman die Love at First Sting von den Scorpions hatte als Kauf-MC. Und die, muss ich ganz ehrlich sagen, begleitet mich eigentlich bis heute. Die läuft nach wie vor regelmäßig. Mit regelmäßig meine ich so 3-4 Mal im Jahr muss die mal durchlaufen. Und die hat mich eigentlich nie verlassen. Und dann ging das eigentlich von frühester Kindheit los. Ich habe mir dann, als ich 9 Jahre alt war, die And Justice for All gekauft. Also ich habe quasi den Rolf Zuckowski übersprungen in der Kindheit. Ja, den hatte ich vorhin gemeint. Und bin dann gleich zur richtigen Musik. Das ist ein großer Sprung gewesen. Nichts gegen Rolf Zuckowski. Ich finde es super gut, was der macht. Also meine Kinder stehen voll auf den. Ja. Ich hoffe, der macht es noch ein paar Jahre. Aber eigentlich war ich schon im
Grundschulalter ein Heavy-Metal-Fan und habe dann auch angefangen, Gitarre zu lernen, klassisch über 'n Volkshochschulkurs, Lagerfeuergitarre. Und dann, ich glaube, im Alter von ich war 13 oder so, hat mein Vater zu mir gesagt, ja, als ich da unbedingt eine E-Gitarre wollte und mit meinen Kumpels eine Band gründen, also wir haben dann, glaube ich, da war ich 14 oder 15, da mussten wir unbedingt die erste Metalband gründen, und haben uns deswegen alle Instrumente zugelegt. Und dann hat mein Vater gesagt, also er hat damals schon die Weitsicht besessen: „Nee, wenn du es machst, Junge, mach's richtig“, und hat dann, mich zum E-Gitarrenunterricht geschickt. Also, ich habe dann das Instrument E-Gitarre gelernt mit einem soliden Gitarrenlehrer, und das ist jetzt bald 25 Jahre her. Also, von daher, ähm, bin ich den deutlich größeren Teil meines Lebens in Metal-Bands, als ich es nicht war. Und das finde ich geil. Und das wird ja der Anteil wird ja nur größer, je älter ich werde. Ja, Richtig, finde also ja, richtig, bleibt so. Du reibst quasi wie ein guter Wein. absolut. Sehr schön. Aber es ist wirklich so, ne? Man hat so gewisse Erlebnisse und ich finde es immer so spannend, dass man sich so manchmal das wirklich auch bis auf den Punkt genau merkt, wo das so Klick gemacht hat. Und zum Klickpunkt kommen wir jetzt auch beim nächsten Mal. Ihr seid jetzt demnächst auf dem Festival. Ich habe mir aufgeschrieben, am 9.4. in Geiselwind ist euer, glaube ich, nächster Live-Termin. Und da sind ja direkt auch ein paar große Bands. Und da jetzt mal so eine Frage. Ähm, Macht das euch manchmal so ein bisschen Schiss, wenn ihr dann seht, so dieses, okay, es ist in nicht allzu weiter Zeit ein großes Festival und da spielen auch richtig halt Soilwork und so Namen, die man halt teilweise auch weltweit kennt. Oder seht ihr das so wie, okay, wir haben jetzt eh schon auch unter anderem Bandnamen gespielt, das kriegen wir schon hin oder was überwiegt da? Also bei mir persönlich muss ich sagen, da überwiegt die Vorfreude. Ich habe jetzt keine Angst, mit großen Bands zu spielen. Soll jetzt auch nicht überheblich klingen oder irgendwas, aber das sind auch nur Menschen und die haben genauso angefangen wie wir. Und wir haben das ja auch auf diesem Festival haben wir schon mal gespielt. Und Okay. da haben dann auch Apokalyptische Reiter waren damals, glaube ich, mit Headliner. Also es ist einfach nur geil, das macht einfach Spaß. Es ist toll, wenn man da dazugehört und die Möglichkeit hat, vor einem entsprechenden Publikum zu spielen. Die Nervosität kommt dann von selbst, dass man seinen Gig geil rumbringt. Das ist, denke ich, verständlich. Aber jetzt, dass da große Namen mit dabei sind, das freut einen, das spornt einen noch mehr an, richtig Gas zu geben. Ja, also ich sehe es genauso. Die Vorfreude überwiegt da bei weitem. Eigentlich habe ich einfach nur Bock, auf die Bühne zu gehen und ein geiles Set runterzuholzen, wie ein Wahnsinniger. Und dann ist mir auch völlig egal, ob das auf einer großen Bühne ist oder auf einer kleinen Bühne oder ob 20 Mann vor der Bühne stehen oder 2000. Klar, 2000 ist besser, aber Spaß macht es deswegen nicht mehr oder weniger. Ja, also das blendet man dann auch irgendwann aus, weil man ist dann, ich sag mal, in seinem Song drin, in seinem Set, und freut sich einfach nur, das hier abfetzen zu können. Ja, und das geht mir eigentlich die Wochen vorher auch schon so. Ja, absolut. Super. Jetzt kommen wir noch zu so einer kleineren Fragerunde. Ich nenne euch quasi zwei Begriffe und ihr sagt mir dann so speziell, was euch dazu einfällt oder wozu ihr tendiert. Die ersten beiden Begriffe wären Garten oder Garage. Wo zieht es euch eher hin? Garten. Da steht der Ab, Grill. absolut in den Garten, weil in der Garage grillen ist doof, vor allem auf Kohle. Oh, Ja. ja. Und in der Garage ist auch in der Regel in der normalen deutschen Garage ist doch gar kein Platz zum Grillen, weil da 10.000 Fahrräder drin stehen und ein Moped und gelbe Säcke und was weiß ich noch alles. Ja? Ja, Passt doch nicht mal mehr die Autos rein. Gut. Ich glaube, die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, habt ihr vorhin schon am Anfang so ein bisschen beantwortet. Das nächste wäre Bier oder Whisky. Boah, kommt drauf an. Beides zur rechten Zeit. Geht ein guter Whisky oder auch ein Bier oder in Kombination zusammen. Bin da offen für. Ganz klar Bier. Ich finde, Bier ist allen Getränken zu jeder Zeit vorzuziehen. Na, das kann ja, also ich meine, Bier ist ja kein Getränk, ist ja Grundnahrungsmittel. Genau. Ja, bei mir ist das auch immer, ich hätte zum Beispiel gesagt, bei der Frage selber hätte ich gesagt Rum, aber
Auch gut. Ja, jetzt kommen wir noch mal dazu. Lieber Dorf oder lieber Stadt? Dorf. 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 Dorf, eindeutig. Ja, ich habe es schon so ein bisschen mitgekriegt mit Häusle baue und ne, schön mit Familie und Anwesen ist natürlich eine feine Sache. Das kann man in der Stadt nicht so durchziehen. Es ist schön, wenn man eine Stadt in der Nähe hat, das ist wunderbar. Aber Leben auf dem Dorf, auf dem Land, es ist einfach unbezahlbar. So, dann haben wir noch was. Morgens lieber Tee oder lieber Kaffee? Kaffee. Ja, zu Hause Kaffee. Und das ist so eine Marotte von mir, wenn ich auswärts bin, also im Hotel oder wenn ich mit meiner Frau mal irgendwo einen Städtetrip mache und wir sind da in einem Café zum Frühstücken oder wir gehen in Würzburg mal zum Frühstücken ins Café, da trinke ich immer Tee. Ach, Ja. Hopfenblütentee. Nein, in der Regel dann doch tatsächlich schwarzen Tee. So. Meistens Assam, wenn vorrätig. So eine Art Urlaubsritual oder Ja, so könnte man es meinen, ja. Also ein Auswärtsfrühstücksritual, wenn man so will. ja gut, ist dieses okay, wie Freizeitmodus. Freizeitmodus aktiviert. Ja. Ja, sehr cool. Ich gucke hier noch einmal kurz durch. Ja, ich wollte noch mal jetzt kurz zu eurem Album selber was sagen, weil ich durfte ja auch schon reinhören. Und ich fand es halt ziemlich cool, dass ihr bei dem Song, beziehungsweise bei einigen Songs, wie soll ich das sagen? Man merkt zwischendurch so Anleihen an Bands, also so kleine Hommagen, finde ich. Ähm, Wer ist denn bei euch so ein bisschen fürs Songwriting zuständig? Macht das jemand hauptsächlich? Schmeißt die ganze Band da rein? Wie läuft das bei euch ab? Gerade in der Corona-Phase, wo ihr alle getrennt wart. Wie lief das ab? Ja, also wir haben bei manchen Songs ist es so, dass André zur Probe gekommen ist mit einem Song, der fix und fertig war. Und da haben wir gesagt, alle, jawohl, geile Nummer, den machen wir genau so. Das ist auch mit Songs von mir so passiert, dass die einzig und allein aus meiner Feder stammen und genauso auch von Roland. Ja, zumindest was die Musik angeht. Flo steuert dann sehr gerne seine Texte bei. Also das passiert, dass wir, ich sag mal, Ein-Mann-Nummern haben, die von einer Person geschrieben wurden, mischt sich aber auch mit Songs, die wir alle gemeinsam bearbeitet und erarbeitet haben. Also sowohl als auch. Ja. Weil wenn ein Einzelner von uns kommt mit einem Song, den alle cool finden, dann muss man da nichts mehr dran machen. Ja? Dann sagen wir alle, okay, taugt uns, nehmen wir so. Ja? Und wenn einer kommt mit einem Song und wir haben ein paar Ideen dazu, dann kann man die ausprobieren und oft entwickelt sich dann was draus und ich denke, das ist ein Prozess, den die Musikerkollegen von uns, die da jetzt vielleicht hier zuhören und zusehen, das kennen, dass so ein Baby, so ein Song halt auch wächst und wenn mal so ein Vierteljahr ins Land geht, klingt das Teil ganz anders als noch ein paar Wochen zuvor. Ja, weil jeder so seinen Senf dazugibt und am Ende sind alle zufrieden. Ganz genau. Und weil du sagst, so Hommage an andere Bands oder wo man andere Bands raushört, das liegt einfach schlichtweg daran, das ist nicht gewollt. Oder gut, an 2, 3 Stellen habe ich es vom Textlichen schon gewollt, aber grundlegend entwickelt sich das einfach. Wir sind einfach alle musikbegeistert. Wir hören quasi die Metal-Landschaft rauf und runter, die es so gibt, und da entsteht einfach sowas. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwas richtig kopiert haben, aber das, wenn dann. Nein, so mal ich das auch gar nicht, aber man hört ja manchmal so raus, so dieses, okay, oder das ist so ein Hauch von. Das also meine ich jetzt tatsächlich eher positiv, so dass man halt so, man erkennt halt so einen Hauch von, aber man hört schon euren eigenen Stil raus, finde ich. Das kann ich also wirklich ruhigen Gewissens sagen, dass ich da jetzt nicht denke, ach ja, das ist aber der Song kopiert. Also auf keinen Fall. Nicht, dass auch ihr mich da falsch versteht da draußen, ne? Also ich meine das wirklich im positivsten Sinne. Ja, Naja, also aber das manchmal, kommt automatisch. Man ist Fan einfach, man ist Musiker und man ist aber auch zeitgleich Fan, und da passiert es. Es ist nicht gewollt, aber es ist total geil. Wir hören das ja selber auch mit raus.
Beim Flo habe ich mal ein Metallica, ein altes mit rausgehört, dafür steinigt er mich heute noch. Aber letzten Endes ist es total geil eigentlich, dass wir es schaffen, Musik zu spielen, die wir selber auch gerne hören. Das ist super. Ja, Ja. ist cool, danke. Das war es soweit auch mit meinen Fragen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz darauf hinweisen, alle Links, die ihr zur Band braucht, etc., findet ihr unten in der Videobeschreibung, Instagram und Co. Und nochmal an euch, ihr seid, ich habe das auf eurer Seite gelesen, ihr seid ja im Moment auch noch suchen mit andere Bands, andere Promoter etc. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch einen kleinen Aufruf jetzt gleich starten, was ihr da vielleicht speziell sucht für gewisse Projekte, wenn ihr das sagen dürft, wenn ihr das sagen wollt. Ansonsten, noch aktuell oder eher nicht? Ja, natürlich, sehr gerne. Also wir sind immer auf der Suche nach Kontakten, völlig egal, ob es andere Bands sind, ob es Veranstalter sind, Promoter, völlig egal, wir sind für alles offen. Und wir sind natürlich daran interessiert, auch rumzukommen in Deutschland. Und egal, ob wir in Hamburg, Berlin, München oder Köln, wir wollen gerne überall mal hin, überall spielen. Und würden natürlich auch immer anbieten, das Ganze auf einer Austauschbasis durchzuführen. Das bedeutet, wenn hier jemand zuhört und sagt, Mensch, ich hole Lesson in Violence mal nach Nordrhein-Westfalen oder nach Schleswig-Holstein oder sonst wohin, völlig egal, dann könnt ihr euch sicher sein, wir nehmen euch mit nach Bayern. Absolut, ist immer dabei. Sehr cool. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, ne? Wenn ihr euch mit den Kollegen hier ins Gespräch kommen wollt, einfach unten im Infopanel nachschauen. Da steht dann alles. Damit kommt ihr dort zu den Jungs und habt wahrscheinlich genauso netten Kontakt wie ich. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht hier. Auch alleine das Vorgespräch, die Vorbereitung. Ich finde es auch persönlich immer sehr, sehr spannend, dann etwas mehr über die Band schon zu recherchieren und dann eben auch noch persönlich kennenzulernen. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank für das nette Interview. Gerne schön. Kannst du Sehr gerne zurückgeben. Vielen Dank. Ja. Und für euch werde ich jetzt gleich noch ein kleines Lied anspielen oder beziehungsweise, das mache ich meistens nach dem Interview. Ich teaser jetzt gleich noch 2, 3 Lieder an, und damit ihr so ein bisschen eine kleine Hörprobe habt. Ansonsten findet ihr unten natürlich alles weitere. Ich würde mich jetzt verabschieden. Natürlich dürft ihr noch auch euch mal kurz verabschieden und dann sind wir auch gleich raus. Also vielen Dank, war ein schönes Interview mit dir, nettes Gespräch. Jederzeit gerne wieder. Ich hoffe, wir können uns mal live treffen auf einem unserer Konzerte. Auf jeden Fall, ne? Also vielen Dank dafür. Mach's gut. Noch viel Erfolg mit deinem Channel hier. Ja, vielen Dank. Ich habe auch noch eine Bitte oder einen Aufruf an alle. Also schaut bei uns auf der Homepage vorbei und kauft die CD. Ja? Die Kasse muss klingeln, dass wir gleich loslegen und die nächste Scheibe produzieren können. Und wie gesagt, die Scheibe ist auf der Homepage der Jungs günstiger als auf Amazon. Also wenn, dann direkt bei den Jungs. Oder bei Iron Shield Records. Da kann man sie auch direkt zu den gleichen Preisen kaufen. Richtig. Hervorragend. Gut, ich bedanke mich jetzt auch nochmal und ich würde sagen, das war's jetzt. Ich bin raus und jetzt kommt noch ein bisschen Musik für euch. Dankeschön. Ciao. Danke, ciao. So. I can't hear you, you fucking liar. I can't hear you, you sound the way out.